Blind Fußball spielen? Am Ball ist Hasan Koparan sicher, wie hier im Training der deutschen Blinden-Fußball-Nationalmannschaft. Blind im Internet surfen? Da gibt's für den 34-Jährigen aus Frankfurt manchmal Probleme. Bei Behörden zum Beispiel. Da fehlen ihm oft barrierefreie Formulare, die er als blinder Mensch online ausfüllen kann. Und das ist ja eigentlich schade, weil die Menschen, die blind sind, haben ja genauso Recht, ihre Behördengänge, ihr Behördenkram alleine zu erledigen, wie jeder andere Mensch auch. Da geht es ja auch um sensible Daten. Ich muss ja zum Teil meine ganzen Vermögenswerte eingeben, mein Einkommen eingeben. Das sind ja Dinge, die eigentlich auch Dritte einfach nichts angehen. Bei der Agentur für Arbeit in Frankfurt wollte Koparan vor kurzem ein Training beantragen, das ihm hilft, als blinder Mensch sicher zur Arbeit zu kommen. Doch das geht nur in Papierform. Handschriftlich ein Formular ausfüllen, für Blinde ohne Hilfe nicht machbar, sagt Koparan. Dabei wäre es möglich, Online-Formulare barrierefrei zu gestalten, zeigt uns Expertin Andrea Kartemann. Wenn man sich dann die Dokumente auf Webseiten mal näher anschaut, die ja mit zum Thema Barrierefreiheit gehören, dann sind wir da noch im sehr unteren Bereich, denn gerade PDF-Dokumente sind für blinde und hochgradig sehbehinderte Menschen auf Webseiten häufig überhaupt nicht zugänglich. Obwohl technisch heutzutage vieles möglich ist, mit Kopfhörern sucht sich Hasan Koparan über die Sprachausgabe seines Smartphones Zugverbindungen raus oder lässt sich Bilder bei Facebook beschreiben. Hier zum Beispiel sagt dann einfach meine Sprachausgabe Real Madrid 2,41 Punkte pro Spiel 2021 und am Ende sagt die Erwachsener. Das heißt, vermutlich ist ein Erwachsener ein Spieler drauf und das gibt mir einfach eine Vorstellung. Ja? Ich habe einfach ein Bild im Kopf und das finde ich einfach eine tolle Sache. Fast perfekt. Trainer Carlo Ancelotti erkennt die Sprachausgabe hier nicht. Aber das Beispiel zeigt, manche private Unternehmen sind weit, was Barrierefreiheit für Blinde angeht. Behörden sind teilweise spät dran. Obwohl eine EU-Richtlinie vorgibt, Webseiten von deutschen Behörden müssen barrierefrei sein. Es ist ein stetiger Prozess der Verbesserung, dass wir das auf solide Füße stellen und auch barrierefrei alles im Idealfall ermöglichen. Aber es ist halt sukzessive erst ein Prozess, der im Werden ist. Die Webseite der Agentur für Arbeit in Frankfurt ist prinzipiell für Blinde bedienbar, sagt Hasan Koparan. Bis er aber dort auch alle PDF-Formulare problemlos online ausfüllen kann, wird es wohl noch etwas dauern. Ansonsten kann sich Koparan sicher im Netz bewegen, zum Beispiel um True Crime Podcasts zu hören. Verurteilt. Dann gehe ich hier auf Suchen und dann werden mir hier die verschiedenen Folgen von dem Podcast angezeigt. Dann gehe ich einfach auf eine Folge. Dann wische ich quasi mit den Fingern so lange, bis hier Play gesagt wird, mache Doppeltipp und zack, geht's los. Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Red. Ja. Das sind wir. Und so einfach geht das eigentlich und vor allem so schnell. Die Erfindung des Smartphones hat blinden Menschen das Leben leichter gemacht, im Netz und im Alltag.